Wir sind wieder mal unterwegs. Diesmal führen uns unsere Räder durch Tirol, Vorarlberg und das Allgäu. Dabei tauchen wir ein in eine Welt beeindruckender Berglandschaften. Wir legen in 6 Tagen 580 Kilometer und 10.000 Höhenmeter zurück. Unwetter und Murenabgänge zwingen uns, unsere Pläne spontan anzupassen. Und wir werden von der Natur daran erinnert, wie klein wir manchmal sind. Viel Spaß bei unserer Reise. Guten Morgen! Also wir stehen gerade in der Nähe von Garmisch in Oberau. Da haben wir heute auch schon geschlafen, sind gestern angereist. Jetzt wollten wir starten und jetzt hat die Karin bemerkt, dass sie zwar die Satteltasche dabei hat, aber nicht den Holster dafür. Jo, jetzt hat sie mal alles in ihren wunderschönen Rucksack gepackt. Ja? Ja. Ja. Jetzt schauen wir morgen oder übermorgen in Innsbruck dann einmal, ob wir was finden. Heute mal Rucksack. Ja, wir wünschen euch trotzdem wieder viel Spaß. Also die Tour wird ziemlich aufregend, glaube ich. Ja, bis nachher. Ciao. Unsere Tour startet in Oberau, geht vorbei an Garmisch und dann durch das Karwendeltal. Am zweiten Tag fahren wir von Delfs bis nach Ischgl. Weiter geht's zur Silvretta Hochalpenstraße, bevor wir am nächsten Tag durch Vorarlberg und das große Walzertal fahren. Am 5. Tag kommen wir ins Allgäu, vorbei in Oberstdorf bis nach Nesselwang. Zum Abschluss fahren wir wieder retour nach Tirol, über den Claudia Augusta bis zu unserem Auto. So, los geht's. Wir sind tatsächlich unterwegs. Also wir starten gerade raus aus Oberau, genau, und dann in Garmisch vorbei und nachher geht's schon Richtung Karwendel. Davor fahren wir noch ein paar schöne Seen vorbei. Aber wir sind ein bisschen beruhigter jetzt, mit schöner Aussicht. Schaut, da. Wunderbar. Juh. Ja. Wir haben jetzt noch 134 Kilometer und 2400 Höhenmeter. Ja, wird anstrengend. Und schaut mal geradeaus, was man da sieht. Ganz rechts ist die Zugspitze. Den Rucksack, das ist echt für das 10 Euro, Ja, einer Lebensretter. der besten 10 Euro, investierten 10 Euro, die ich jemals da habe. Wir haben die ersten 23 Kilometer schon mal hinter uns. Jetzt sind wir schon ein bisschen eingefahren. Ja, also es braucht ja immer ein bisschen am Anfang, bis man wieder drinnen ist in dem Ganzen. Inzwischen befinden wir uns am Isarradweg, wie man da rechts von mir schön sehen kann. Ja, da fahren wir jetzt ein paar Kilometer entlang an der wunderschönen Isar und dann geht's rein Richtung Karwendelhaus. So, Karin hat mal die Wasserreserven aufgefüllt. Danke, danke. Klares, kaltes Wasser. Ist es schön kalt? Ja. Ja, super, perfekt. Genau, für uns geht es jetzt weiter, Scharnitz und dann Karwendel. Ach ja. So, wer mal in der Gegend ist, Karwendeltal mitnehmen. Wahnsinn. Ah, mein Gott, ist das geil da. Und?
Also ich habe schon seit Jahren vorgehabt, endlich mal Karwendel durchzufahren. Und ich wusste, dass es schön ist, aber ja, damit habe ich nicht gerechnet. Und wie ist es? Anstrengend, Wie ist es? aber schön. Schau. Ja, das ist es. Da fahren wir jetzt wahrscheinlich rauf. Jupp. Das sind jetzt mal die ersten 500 Höhenmeter. Ja. Und dann kommen, glaube ich, nochmal 500 oder 600 Höhenmeter. So, da rechts haben wir noch mal einen Blick in das Karwendeltal. Von da kann man. Und darauf fahren wir. So, jetzt sind wir kurz vor unserem ersten Pass. Und zwar ist es dann eben beim Karwendelhaus. Da werden wir dann kurz mal stehen bleiben. Und mal vielleicht was essen, was trinken, die Flaschen auffüllen. Ja, und die Beine mal ein bisschen entspannen. So, da vor uns haben wir schon das Karwendelhaus. Und da fahren wir eben, glaube ich, noch über den Hochalmsattel drüber. Das ist eine schwarze Mountainbike-Tour. Sind wir schon gespannt, wie die ist. Aber ich glaube fahrbar. Also es ist, glaube ich, nur die Abfahrt ziemlich steil mit ein bisschen über 20%. Im schlimmsten Fall schieben wir halt ein paar Meter. Nicht so tragisch. Jo, jetzt zum Karwendelhaus, oder? Ja. Und? Es ist mega geil. Es ist so schön da oben. Also ich hätte mir es nicht gedacht. Was so schön ist. Es ist ja. einzigartig. Ja. Also es ist ja, die Gravelbikes sind wir die einzigen. Ja, ich glaube, Bikepacking glaube ich auch. Ja, ich hab's dann positiv, ich weiß nicht. Alpenporno. Ja. Jetzt gibt es, wie so oft, ein Apfelbäuschen. Ein Apfel. Genau. Sollte uns für die letzten 70 Kilometer reichen. Schauen wir mal. So, Apfel verspeist. Die Flaschen sind wieder aufgefüllt. Es kann weitergehen. So. Man merkt, dass die Mountainbike-Route jetzt von Rot ins Schwarze gewechselt ist. Haben wir schon die erste Schiebepassage. Schön. Ei, war es jetzt ein bisschen grober Schotter. Ja, ein Bisschen lose die ganze Partie. da zischt sie vorbei. Konzentriert das Gesicht. Sehr gut. So, da sind wir jetzt runtergekommen. Jetzt geht's weiter. Ich hoffe, also der Weg ist ein bisschen anspruchsvoll. Also wir sind echt froh, dass wir ein halbes ein gutes Profil drauf haben. Sonst wäre das fast nicht fahrbar. Ja. Ja, aber weiter geht's.
So, wir haben den größten Teil der Abfahrt hinter uns. Ach, zum Glück. Aber zumindest sind wir genau bei der Hälfte jetzt. Aber was natürlich wieder mal ist, wir sind unterwegs und wie es so oft ist, das Wetter spielt nicht so mit, wie wir es wollen. Jetzt haben wir mal am Wetterradar geschaut, so wie es ausschaut. Kommt ein Unwetter so gegen 17:15. Ja, ich hoffe, wir sind da schon ein bisschen weiter. Also zumindest am Blumsjoch oben. Weil wenn wir das einmal haben, geht es eigentlich nur noch bergab. Dann hätten wir das Schlimmste hinter uns. Ja, wir hoffen, dass wir es schaffen. Aber uns geht es jetzt längs auf. So, man sieht es leider hinter uns. Jetzt haben wir 530 Höhenmeter rauf zum Blumsjoch, unsere Blumsjoch-Hütte. Ja, wir versuchen es jetzt einfach. Das Problem ist, wir sind einfach mitten im Karwendel drin. Das ist die einzige Möglichkeit, drüber zu kommen. Kleine Planänderung. Das Gewitter kommt leider echt schnell näher. Wir hören schon überall donnern. Ja, wir fahren jetzt zur Engalm. Und da schauen wir dann, was wir machen. Entweder schlafen wir da drin, falls sie was frei haben. Schauen wir mal. So, inzwischen ist echt dunkel geworden. Aber wir sind jetzt zum Glück gleich beim Eng-Hotel. So, da springen wir schnell rein. Aktuell ja, schaut es so aus. Wir sind gerade ein bisschen ratlos, aber wir sind froh, dass wir die Entscheidung getroffen haben. So, inzwischen haben wir uns versorgt. Das Schlimmste ist jetzt, glaube ich, mal vorbei vom Regen. Aber wir werden jetzt, also wir haben nachgefragt, da fährt der Bus raus, den werden wir jetzt nehmen. Jetzt gibt es Jause. Jo. Also, wir haben jetzt ein bisschen was organisiert. Wenn alles gut geht und der Bus kommt, dann fahren wir jetzt mit dem Bus mal ein paar Kilometer raus, genau bis nach Vorderries. Da haben wir schon ein Taxi organisiert. Das bringt uns dann von Vorderries zu unserem Auto. Mit dem Auto fahren wir dann nach Zillertal zu unserer Unterkunft. Und morgen müssen wir dann schauen, wie wir halt weiter dann. Weil eigentlich ist ja das Runde geplant, heißt, wir müssen ja da irgendwie wieder zusammenkommen. Das ist richtig grausig. Voll. Kalt, grausig, regnerisch, aber wir sind trocken. Ja, wir sind noch trocken. Schauen wir mal. Ja. Und hier seht ihr noch unsere Fahrt von Eng bis nach Vorderries, die notwendig wurde, weil der Bus von einer Mure blockiert wurde. Der Abschnitt hatte es auch noch in sich, aber wir sind gut beim Taxi und am Ende in der Unterkunft angekommen. Aber leider mussten wir aufgrund des schlechten Wetters am nächsten Tag eine Pause einlegen und die Tour ein bisschen umplanen. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder aufgebackelt. Karin mit neuer Arschrakete. Genau, da ist sie. Und zwar fahren wir jetzt nach Ischgl. 82 Kilometer, 1200 Höhenmeter oder sowas. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Passt. Viel Spaß. Jo, und wie man sieht, es ist leider jetzt wieder bewölkt. Es hat ziemlich zugezogen. Aber angeblich laut Bergfex 9 Stunden Sonne. So, jetzt sind wir gerade auf einem sehr schönen Abschnitt. Da sind wir schon mal gefahren, als wir den Alpencross gefahren sind. Wir sehen schon den blauen Himmel vor uns in der Ferne. Aber in die Ferne geht's. Genau. Schön. Da wird schon blau. Wir haben inzwischen übrigens schon so um die 22 Kilometer am Tacho. Also sind noch ein bisschen über 60, glaube ich. Aber jetzt geht es mal schön entlang. Inntal, bis wir reinfahren, Richtung Ischgl.
denn? So, einmal ein kleines Routenupdate. Inzwischen haben wir 50 Kilometer. Wir sind nur noch 38. Wir sind jetzt grob nach Zams, fahren gerade Richtung Landeck. Und da schauen wir jetzt ja, auf einen Kaffee und Kuchen. So, wir sind in Landeck. Wunderschön. Also die Stimmung von der Kahn ist ja schon ein bisschen in den Keller gegangen. Mittlerweile wird es besser. Wie heißt das Ding? Was hast du bestellt? Trilecce. Ah ja. Ja. Hopfenkuchen mit Karamell drüber. Kann nur geil sein. So, jetzt fahren wir noch einmal durch Landeck durch. Das sollte nicht so lang sein. Und so wie vor uns, die meisten Bikepacker fahren jetzt weiter auf dem Reschenpass. Da trennen sich jetzt die Wege. Wir fahren rauf nach Ischgl. Okay. Da vorne sieht man zum Glück schon die Brücke. Ich habe schon ein bisschen befürchtet, dass man vielleicht gar nicht mehr drüber kommt. Wir müssen alles wieder retour, aber nein, geht sich aus über die Brücke und dann sind wir wieder auf der Straße. Aida. Wahnsinn. So, den Tunnel haben wir jetzt auch hinter uns. Hoffentlich ist der letzte. Wir sind jetzt genau auf 1000 Höhenmeter oben. Jo, 570 Höhenmeter sind es noch in 20 Kilometer. Also es läuft eigentlich echt gut. Jetzt sind wir 5 Kilometer vor Ischgl. Da sind wir jetzt nochmal auf einem schönen Radweg. Die Sonne scheint, man sieht die Berge. Ja, geht gut, oder? Idyllisch ist es schon. Idyllisch wieder mal. Jetzt ist wieder idyllisch. Sehr gut. Welcome to Ischgl. Hier seht ihr noch den Rest unserer Strecke. In Ischgl haben wir noch einen schönen Abend verbracht und hervorragend gegessen, bis es am nächsten Tag weiter nach Vorarlberg ging. So, die Räder sind wieder aufbaktelt. Karl richtet auch noch ein bisschen was her. Genau, jetzt haben wir es ziemlich genau 10 Uhr. Also wir haben ein bisschen abgewartet, weil laut Wetterbericht ist ab 11 Uhr schöner. Ja, und ich glaube, eine Stunde brauchen wir jetzt mal rauf und wir hoffen, dass wir oben ein bisschen Sicht haben. Die Stimmung ist okay, nicht gerade perfekt, gell? Ja. Ja, aber ja, was will man machen? So, noch kleines Service bei der Karin. Wir starten los in Ischgl, fahren rauf zur Bielerhöhe und zum Silvretta Stausee. Weiter geht's vorbei am Stausee Kops, um am Ende in Schruns anzukommen. So, wieder schauen Ischgl. Und jetzt haben wir 1227 Höhenmeter vor uns. Inzwischen hat es wieder angefangen ein bisschen regnen. Also 3 Wetter-Apps haben versprochen, ab 11 Uhr zieht es auf. Ja, jetzt haben wir es 10:30. Schauen, ob sie ihre Versprechen einhalten. So, jetzt sind wir kurz vor Galtür. Sehen wir da vor uns. Und was wir auch sehen, blau. Genau. Die Stimmung von der Karin, ich glaube, sie gibt es nicht zu, aber sie wird schon besser. Slowly, slowly. Ja, ja, ein bisschen. Genau. Ja, meine ist gut. Ich weiß nicht, was sie hat. Aber
So, ich glaube, ich höre jetzt auf. Inzwischen sind wir schon auf 1600 Höhenmeter oben. Man spürt es. Es wird schon um einiges kälter. Da weht ein ziemlich kalter Wind. Und geht jetzt da gerade weiter. Ja, so, wir checken nur kurz die Route zwischendurch, weil wir haben eigentlich vor, da die Mountainbike-Strecke zu fahren. Man sieht es eh da. Geht da rauf. Ansonsten wäre da links die Straße. So, ein bisschen Abenteuer bringen wir auch rein. Kurze Schiebestrecke, aber wir haben gerade gesehen, da kann man über den Zaun drüber. Ja, und dann geht es wieder auf die Straße. Rauf Silvretta. Wir sind jetzt mittlerweile auf 1952 Höhenmeter oben. Also die 2000 knacken wir gleich mal. Ja, da geht's schon rauf. Das ist jetzt immer so 10–11% darauf. So, jetzt sind wir auf der Bieler Höhe und man sieht es jetzt zwar nicht, aber da hinten ist das Silvretta-Horn mit 3244 Metern. Ihr könnt es euch vorstellen, wunderschön. Jetzt fahren wir da am Stausee ein bisschen entlang, hinten rein und da dann in das Tal rein. Wir fahren einmal da ein bisschen zurück und schauen uns an, zu was die Motivation reicht. Das lohnt sich. Ich glaube, heute der höchste Punkt. Da rein schauen wir jetzt nicht mehr. Aber schauen wir mal, was man da hinten sieht. Da vorne, das ist der Pitzbuin. 3312 Meter hoch, glaube ich. Man sieht auch die Gletscherzunge noch. Ja, hat sich doch gelohnt. He? Karin hat auch noch einen Grinser drauf, also das hat sich voll gelohnt jetzt. Ja, aber weiter fahren wir jetzt nicht mehr rein. Nein. Ich glaube auch. Also die Hütten da drin lassen wir aus. Das wären jetzt noch 400 Höhenmeter, die extrem steil sind. Ja, und dann geht es runter nach Vorarlberg wieder. Ja. Ja. Jetzt schon besser. Jetzt geht's links zum Kropsstausee. Nochmal ein Blick ins Bad Snauntal und nach Galtür. Sind wir schon das zweite Mal in Vorarlberg heute. Von da könnten wir jetzt nach Innsbruck fahren, 124 Kilometer. Das lassen wir heute. Jetzt geht es in die andere Richtung. Da runter.
jetzt seht ihr den Kotzstausee vor uns. Ziemlich beeindruckend. Jetzt sind wir noch kurz weg von der Straße gefahren. Gell, Karin, für die Fotos und so. Ja. Ja, hat sich schon gelohnt. Also wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach unten und leider hat der Matthias bemerkt, relativ schnell, dass er einen Platten hat. Ja, den werden wir jetzt schnell richten, hoffentlich. Und dann geht's weiter. So, Reifen ist wieder montiert. Wir probieren es, dass es weitergeht. Ohne Banne hoffe ich. Jo, da ist mal runter. So, noch ein letzter Blick auf die Staumauer. Und da sind uns die Serpentinen da. Oh Gott. Wir sind in Bardenen. Wie auch immer man das ausspricht. Jetzt suchen wir Kaffee, oder? Ja. Passt. Irgendwo ein Kaffeechen und ein Kuchen. Jetzt ist die Stimmung wieder perfekt. Hm? Ja. Ah, Karin ist wieder gut gelaunt. Ich glaube, das war der Kuchen. So, wir haben noch 3,7 Kilometer bis zur Unterkunft. Heute wird jetzt schlussendlich dann eine ziemlich kurze Tour, ca. 1000 Höhenmeter und 67 Kilometer. So, Ziel erreicht. Wir sind in Schrunz. Schaut echt gemütlich aus da. Wir werden auch genau da essen, bei Josefsheim. Haben wir online schon mal geschaut, das soll richtig gut sein. So, wir sind angekommen in Schrunz nach einem relativ kurzweiligen Tag. Aber mit echt trotzdem vielen Highlights, das war echt schön. Aber mit so kurzen Touren fühlt es sich fast ein bisschen an wie Urlaub. Schon ein bisschen, ja. ja. Gibt es noch einen Kuchen dazwischen? Ja, sagen wir noch kurz, es ist nämlich ganz nett, wo wir da untergekommen sind. Ich hoffe, euch hat es auch wieder gefallen. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Tschüss. So, guten Morgen. Unsere Räder sind schon wieder gepackt. Wir haben heute geschlafen in Josefsheim, sieht man da hinter mir. Jetzt fahren wir zur Bäckerei, dann mal was frühstücken, einen Kaffee, dann noch die Räder putzen, weil die haben es gestern echt abgeregt. Und dann geht's los. Und heute geht's los in Schrunz. Wir kommen vorbei an Bludenz, fahren über extreme Steigungen bis in das große Walzertal, überqueren das Faschinerjoch und kommen am Ende hungrig und glücklich in Schoppernau an. Ja, wir wünschen euch wieder viel Spaß. Tschüss. So, jetzt haben wir die Räder wieder putzt. Sie schauen halbwegs sauber aus. Ja. Geht denen auch wieder besser, gell? Ja, wunderbar. Auf geht's. Ja, auf geht's, auf geht's. Um zukünftige Videos nicht zu verpassen, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Jetzt geht's Richtung Bludenz und dann Große Walzertal. ins große Walzertal. Auf. Ja. Also heute wird's steil. Wir freuen uns schon. Start it up. So, Karin geht shoppen. Die Steigung haben wir jetzt die nächsten 20 Kilometer vor uns. 1226 Höhenmeter mit 2 ordentlichen Randen. Der Name des Tales kommt übrigens von den Walzern, die im 13. Jahrhundert aus dem Wallis hierher zogen. Yep. So, los geht's. So.
kurzes Päuschen. Jetzt gibt es mal eine Nektarinenjause. Da ist der Zitterklapfen. Wunderschön. Daneben ist ein Horn. Und da fahren wir rein. Karin tut Hände kneifen. Sehr gut gemacht. Hey, die beide. Ist das ein schön. So, wir haben fast die Hälfte schon. 370 sind es noch. Da unten sind wir gestartet. Da wo man den Kirchturm sieht. Die Karin wird gerade gejagt von Bremsen und zerstochen. Wir lassen es in Ruhe. Ich beschwere mich nicht. Man wird schon auch belohnt für seine Mühen. Dafür, wie die Steigung da ist, kriegt man auch was zurück. Das ist Gott. So, und dann. Sehr, sehr lohnenswert. Da haben wir schon höher wie die Alme da drüben. Ja. So, nur noch 100. Jetzt reicht es einmal kurz. Echt sachter was. Aber wahnsinnig schön. Also lohnt sich. Schaut euch die ganzen Aussichten an. Wahnsinn. So, wir haben es geschafft. Wir sind auf 1554 Höhenmeter oben. Jetzt kommt mal eine knackige Abfahrt. Und dann kommt die nächste Auffahrt mit, glaube ich, 1000 Höhenmeter. Jetzt geht es gleich wieder runter. Und dann sind wir in Schopenau. Aber ich glaube, das dauert noch ziemlich lang. Na schön, aber es ist echt Traum, oder? Ja, Also mega. Also ich bin so happy, dass das Wetter heute passt. Es ist echt, man hat so eine geile Aussicht. Jeder Pedal-Stroke war es wert darauf. absolut. Ja, das stimmt. Also das Leiden lohnt sich. So, einmal Almdorf. Und einmal Zürich. So, wir fahren wieder zurück zur Alm und geben uns Kaffee und Kuchen, glaube ich. Ja, Oder vielleicht auf Radierhausen. Kasknädelsuppen. Wäre geil. Ja, ich schau mal. Mein Hunger hätte ich schon. So, jetzt hat es ein gutes Speckbrot gegeben und den Bienenstich. Das hat sich jetzt gelohnt, da einkehren. Richtig, richtig gut. Geht's weiter? Ja. Ja. Ah ja, das ist kalt. Oh ja. Wir sind auf 1300 Höhenmeter oben und die Temperatur 29 Grad. Es brennt aber. Faschinerjoch 1486. Die Karin ist am Faschinerjoch. Mit mir. Jetzt holen wir uns eine Cola. Ja, Und ein Eis, oder was? ja.
Letzte Steigung. Machen wir steil, 115 Meter rauf. Und dann sind wir gleich mal in Schopenau. Endlich geschafft. Die Abfahrt war jetzt hart. Genau, jetzt haben wir noch 5,8 Kilometer bis zu unserer Unterkunft. Da checken wir dann mal ein, gehen duschen und dann wird richtig gut gegessen, hoffe ich. Wahnsinn. So, ich war schon mal schnell einkaufen. Mineralwasser, wie immer Snickers und Hanuta dazu und Nektarinen. Wir haben es gefunden. 2, 3 kleine Umwege hat es noch gegeben, aber wir sind da. Checken wir mal ein. Das Abendessen war dann leider nicht wie erhofft. Dafür haben wir wunderbar geschlafen. So, Ja. Karin dort schon mal ganz entspannt die Tasche montieren. Genau. Wir sind jetzt noch in Schopenau, haben extrem gut gefrühstückt, also wirklich Hammer. Jo, jetzt geht's irgendwie da hinten rein, den Hügel drüber. Heute starten wir in Schopenau und fahren wieder mal über extreme Steigungen bis zum Naturschutzgebiet Hoher Ifen. Danach geht's auf Kaffee und Kuchen nach Oberstdorf. Wir fahren vorbei an Sonthofen, genießen noch ein Cola am Rottachsee und landen am Ende im wunderschönen Nesselwang. Jo, wünschen euch wieder viel Spaß. Heute haben wir ein bisschen eine kürzere Tour, nein eigentlich nicht, heute haben wir ein bisschen eine längere Tour. 105 Kilometer und 1800 Höhenmeter. Voll. 11-12% haben wir das die ganze Zeit. Ja, die wird hart, die Steigung. Aber schöne Ausblicke wieder. Die lenken wie immer von der Anstrengung ein bisschen ab. 3 Kilometer haben wir schon. So, bei uns geht es jetzt da rauf. Und dann hinten in das Tal da rein. 260 Höhenmeter haben wir noch. Es ist echt steil. Also ich glaube, jetzt haben wir noch 12% im Schnitt. 13, irgend sowas. Wir werden gerade ziemlich zerstochen. Also wir sind die ersten Opfer, die unterwegs sind. Und die Bremsen, die saugen uns gerade aus. Aber ja, so fährt man schneller. Jetzt kommt's steiler. Was Gute ist, es sind nur noch 180 Höhenmeter. Huh. 22,5%. Wie geht's? Das ist zum Schirmen auch steil. Ey, nicht nur zum Fahren halt. Man sieht es nicht so recht. Vielleicht so. Es ist wirklich steil. Also da war jetzt Fahren echt nicht mehr möglich. Alter. Rauf geht's zur Alpe Stocken. Schaut's mal, wir sind jetzt unterwegs 1 Stunde und 3 Minuten und wir haben geschafft 7,3 Kilometer. Und 600 Höhenmeter. Ah ja, und 600 Höhenmeter. Ja, das war jetzt ein bisschen anstrengend. Durchschnittsgeschwindigkeit 7 km/h. Nicht schlecht. Ich glaube, das war. Aber ja, das war bisher, glaube ich, das längsamste, was wir gehabt haben.
Okay, wir sind offiziell im Paradies angekommen. Es ist schon toll, wenn sich die ganze Mühe lohnt. Morgen die Damen. Morgen. Da sind wir jetzt im Europaschutzgebiet Yphen. Genau, und zwar weil da irgendwo der hohe Yphen ist. Ich glaube, den sehen wir dann noch. Jetzt nehmen wir. Wir haben jetzt mal zur Orientierung geschaut, wo wir sind. Wir befinden uns immer noch in Vorarlberg. Allerdings ist da rechts über den Hügel drüber dann schon Deutschland. Da fahren wir jetzt eben auch rüber. Da geht es, glaube ich, jetzt wieder ein bisschen in die Wildnis rein. Und dann sind wir so in 10 Kilometern im Allgäu. Und in Oberstdorf gibt es dann einen Café. Wir haben gerade festgestellt, wir befinden uns bereits wieder in Deutschland. Ah, schau, schöne Alpen da oben. So, der Kuchen war jetzt hervorragend. Also beide Kuchen waren ein Traum. Im Café Oberstdorf, nur zu empfehlen. Sehr guter Kaffee. Und wie gefällt das Allgäu? Gut. Überhaupt der Kuchen war lecker. Ja. Ja, aber jetzt wird es ein bisschen, vielleicht hoffentlich weniger steil. Wasserreserven auffüllen. Hoffentlich ist er Trinkwasser. Wir sind auf einem Radweg und wir glauben, es ist der Ill-Radweg, weil da links von uns fließt die Ill. Ja, recht schön. Da können wir jetzt echt die Kilometer runterkurbeln. Kurze Korrektur, das ist die Iller, also sind wir am Iller-Radweg. Jetzt haben wir mal ein paar Steigungen wieder hinter uns. Ich hoffe, es kommen nicht mehr zu viele. Es haut schon rein heute. Da riecht nach Ziege, aber es ist wunderschön zu fahren. Und das ist doch das Wichtigste. Schweineschnitzel mit Pommes. Matthias hat einen Hunger. Möglich. So, die Zuckerreserven sind wieder aufgefüllt. Jetzt geht es weiter, erst einmal am Rottachsee entlang. Genau, den fahren wir jetzt bis zum Nordende und dann geht es Richtung Osten nach Nesselwang.
Da geht's raus ins absolut Flache. Und da sieht man schon wieder die Alpen. Da geht's dann morgen hin, Richtung Zugspitze. Wir sind in Oi. Oi? Oi. Oi ist schön. Oi ist wirklich schön. Aber jetzt geht's weiter. So, wir sind schon in Nesselwang. Da geht's auf. Da ist echt was los. Die Karin holt mal Bier und Snickers. Wir sind K.O. Also wir freuen uns jetzt mal aufs Einchecken und ein bisschen ausrasten. Und dann gehen wir Pizza essen. Ich habe schon eine gefunden. Ich glaube, die ist richtig, richtig gut. Genau. Die Tour war halt Wahnsinn. Also das war so was Schönes. Und morgen geht es dann wieder in die Alpen. Aha, inzwischen sind wir am Skilift. Nesselwang. Und da links ist unser Explorer Hotel. Geschafft. Guten Morgen. Jetzt wollen wir noch ein bisschen Antrieb putzen, bevor wir dann in unsere letzte Tour starten heute. Und zwar starten wir heute in Nesselwang. Kurz darauf überqueren wir die Grenze und kommen dabei nach Schattwald und in das Dannheimer Tal. Wir fahren vorbei an Reute und genießen bei Ehrwald den Blick auf die Zugspitze. Weiter geht's auf der Via Claudia Augusta bis nach Imst, bevor wir am Ende wieder in Delfs ankommen. Ciao, ciao, Explorer Hotel. War toll. Jetzt geht's weiter, endlich. Sodala, Nesselwang haben wir schon mal hinter uns lassen. Guten Morgen. Morgen. Ja, gut geschlafen, also ich zumindest. Ich halt nicht so, keine Ahnung. Ja, trotzdem, der letzte Tag unserer Bikepacking-Tour ist eingebrochen. Genau. Oi, schön. Schaut's da, man sieht schon in die Alpen rein. Schon fast alles ein bisschen kitschig, ha? Wir sind nicht die einzigen, die schon wach sind. Ein paar Kühe haben wir auch schon getroffen. Ein paar Stierlis. Schön. Menschen eher weniger. So, oder links bei uns verläuft übrigens die ganze Zeit die Vils. Meines Wissens sind wir auch im Vilstal, das uns jetzt nach Österreich führt. Yep. So, kleine Flussüberquerung, aber dahinter ist die Brücke. Und wir wollen auf den letzten 110 Kilometern nicht mit nassen Füßen fahren. Jetzt habe ich mal nachgeschaut. Wir sind schon längst in Österreich. Die Grenze war so vor 2-3 Kilometer. Da schauen wir jetzt schon mal runter auf Schattwald. Da fahren wir jetzt durch. Das ist dann das Dannheimer Tal. Da wird es dann schön. Freut euch drauf. Gell? Das kennen wir schon. Jetzt darf ich die Kamera auch einmal halten. Cool, gell?
So, jetzt geht es mal kurz wieder weg von der Zivilisation. Darauf ist jetzt eine wunderschöne Umfahrung. Herrlicher Schotterweg. Genau. Und ich glaube, ziemlich bald nachher geht es dann rein in die Schlucht. Kleine Erfrischung zwischendurch. Ja, ich brauche die, bin ziemlich K.O. schon. Weiß nicht, heute geht es nicht so gut, zumindest die Steigungen. Aber die Karin hat gestern zum Glück 6 Marillen gekauft. Jetzt können wir reinhauen. Jetzt wird's schön. Was soll ich vor? Ja. Sehr schön. Wir befinden uns jetzt am Via Claudia Augusta. Da geht es jetzt Richtung Imst und Ehrenberg zuerst. Die Karin hat jetzt entschieden, da müssen wir jetzt vor unserem 15%igen Anstieg noch ein Manna essen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Danke. Jetzt auf der Via Claudia Augusta begegnen uns auch die ganze Zeit Bikepacker. Also ich glaube, das ist ziemlich beliebt. So, der Anstieg war jetzt steiler als beschrieben, aber geht. Ja. So, und jetzt sind wir in Laen. Und da glauben wir, ein Gasthaus gefunden zu haben. So, jetzt haben wir zwar ein bisschen gewartet drauf, aber das Warten hat sich echt gelohnt. Oder? Ja. Wir sind wieder genährt und happy. Jetzt geht es erstmal Richtung Ehrwald und dann nach Imst. Ich glaube, das wird ziemlich ein cooler Weg. Jo, ich schätze mal so 2,5 Stunden werden wir in Imst ankommen. Hoffen wir es zumindest. Weil da ist dann ein Gewitter angekündigt wieder mal. Also wir sind ja vor kurzem die Zugspitzrunde gefahren. Irgendwie sind uns die da nicht so aufgefallen. Ja, ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben. Also echt beeindruckend. Ich glaube, da vorne ist Ehrwald. Das lassen wir jetzt allerdings aus. Da noch einmal ein Blick auf die Zugspitze. Wahnsinn. Wahnsinn. Also wir sind so beeindruckt. Genau. Und wir fahren jetzt darauf und ich glaube, uns geht es dann irgendwie da hinten rein. Also ich hoffe es halt. Wir sind schon ein bisschen gespannt. Es beginnt gerade ein bisschen zu regnen. Ist aber noch überschaubar. Also wir schauen, dass wir mal zur Fernpassstraße kommen. Und dann geht es mal lang bergab. So, noch ein Blick auf die Zugspitze. Wir haben jetzt noch 60 Höhenmeter, haben gerade eine nette Unterhaltung gehabt mit einem Bikepacker aus Hamburg. Der fährt noch zum Gardasee.
Puh, da sind wir jetzt gerade in der Wand drin gefahren. Links ist einfach nur gerade runtergegangen. Schön mit unserer Höhenangst, aber ist gegangen. Also langsam ist übertrieben, oder? Jetzt fahren wir noch durch den Burghof durch. Ja, genau, Regenbogen suchen wir danach noch. Hoffentlich erst in Imst. Die 100 Kilometer haben wir am Dachau. Jetzt sind es nur noch 38,8 und ca. 300 Höhenmeter. Überschaubar. Hey du. So, ich habe mal kurz die Hose noch ein bisschen umgebrannt. So. Keiner hat ein bisschen Hunger gehabt dazwischen. So, an der Stelle waren wir schon vor ein paar Tagen. Da sind wir rechts nach Lanneck gefahren. Wir fahren jetzt wieder zurück, links nach Delft. Henkel? Ja. Klimaanlage. So, 24 Kilometer müssen sie noch schaffen. Dann haben wir es endlich. Aber das ist jetzt voll der schöne Radweg. Dass man sieht, wie er da entlang geht. Ja, der schlängelt sich jetzt da ein bisschen rauf. Da haben wir jetzt, glaube ich, die letzten längeren Höhenmeter. Und dann geht es eher flach dahin. (140,3). Wir sind am Auto, wir richten uns zusammen und düsen hoffentlich noch vorm Gewitter zu meiner Mom. Das Unwetter startete zum Glück erst, als wir sicher angekommen waren. Wir hoffen, euch hat das Video wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Grevelino.